Hallo und herzlich willkommen hier im Dresdner Flughafen. Es ist wieder Bespoke dieses Jahr und wir wollen euch in den nächsten paar Minuten ein paar Cargo-Bike-Highlights und alles, was sich um urbane Mobilität dreht, was hier auf der Messe von Menschen von Hand gebaut wird, einmal zeigen, in die coolen Details einmal reingucken und sehen, was es da so an Innovationen oder einfach wirklich coolen Fahrrädern gibt. Los geht's direkt hier. Ihr seht, hier strömen schon die Leute rein. Hier ist der Eingang und wir haben am Fahrradständer direkt schon das erste Cargo-Bike entdeckt. Und da gehen wir jetzt gleich mal hin, schauen uns das als erstes mal an. Hier ist es schon. Erstes Fahrrad, wie gesagt, am Fahrradständer entdeckt, ist das 1007 und zwar ein Tiefeinsteigermodell. Der Daniel, Firmengründer, ist auch gerade hier neben uns und kann uns gleich einmal vorführen, wie man hier das Rack demontiert. Das Coole an dem Fahrrad ist nämlich, es hat mehrere Möglichkeiten, etwas zu transportieren. Das ist einmal das Rack vorne, was sich abnehmen lässt. Dann ist das Fahrrad auch ein gutes Stück schmäler. Plus du hast noch unten rein die zweite Box. Das Rad hat einen Elektromotor, einen Shimano, und wird mit einer Getriebenabe angetrieben, mit Riemen, also super wartungsarm, voll ausgestattet mit Schutzblechen, ergonomisch ganz entspannten Lenker und ja, eigentlich ein super geiles Fahrrad. Was an dem Fahrrad besonders gut gefällt, ist, dass es trotz relativ viel Laderaum und Stauraum recht kompakt ist. Gewichtsfreigabe insgesamt sind 190 Kilo. Vorne passen 60 Kilo drauf, in die Box unten 20 und hinten auf dem Gepäckträger auch nochmal 25. Das heißt, da geht auf jeden Fall ganz gut was. Was auch ganz cool ist, dieses Rack hier unten ist auch kompatibel mit Omnium Cargo Bikes. Also wenn ihr ein Omnium fahrt und schon im Cargo Bike Bereich unterwegs seid und mehr Stauraum braucht, dann guckt euch das mal an. Jetzt gehen wir nach oben, fahren einmal mit der Rolltreppe hoch und schauen, was uns da erwartet. Ein super populärer Intro-Shot ist, sich auf der Rolltreppe filmen zu lassen. Wie man hier ganz gut sieht, wir machen das jetzt auch mal. Wir haben natürlich schon mal eine kleine Runde gedreht, damit wir hier nicht so ganz lost sind. Ich muss mich langsam mal wieder umdrehen, wir sind fast oben. Ja, wir sind hier bei Dyed in the Wood, ein Hersteller von Fahrradtaschen. Und sie wurden gebeten, von Les Petits Poteurs Fahrradtaschen zu entwickeln. Für die Racks, aber auch für den Rahmen. Und wir haben hier ein Set, kostet ein bisschen mehr als 600 Euro. Wir haben hier eine Fronttasche für 150, hinten 210, 125 und 130. Diese beiden Taschen hier sind noch nicht bepreist. Sehr, sehr cooles Konzept von Bikepacking bis urbaner Nutzen. Also hinten kannst du dir auch deinen Stauraum so ein bisschen aufteilen. Du kannst die Inlays dafür besorgen. Von ich transportiere meinen Hund über meine Einkäufe, über ich mache mir Kamerafächer oder für meine Drohne etwas, bis hin zu ich packe noch was Isoliertes rein, damit ich kühles Bier transportieren kann oder leckeren französischen Käse. Die Möglichkeiten sind schier nicht auszureizen. Also sehr, sehr spannendes Konzept, finde ich. Passt auch alles nahtlos hier rein. Insgesamt ein sehr, sehr rundes Gesamtpaket mal für so ein Cargo-Bike. Ich finde, das sieht man immer noch zu selten und gerade deswegen sehr, sehr charmant. Wir sind hier gelandet bei Monopole, wird in der Schweiz designt, aber handgefertigt in Frankreich. Und kleiner Fun Fact oder Side Story zur Firma, die ist aus der Firma Freitag-Taschen eigentlich entstanden und hat sich daraus entwickelt. Wir haben hier ein sehr, sehr cooles Front Carrier Cargo Bike. Laderaum vorne ist relativ kompakt, aber es hat an vielen anderen Stellen die Möglichkeit, noch Sachen zu transportieren. Wir haben eine große Rahmentasche. Man kann hier mit den Straps eigentlich ganz gut arbeiten. Das Fahrrad gibt es in verschiedensten Varianten als Pinion-Bike. Es gibt eins mit Elektromotor, aber auch mit Kettenantrieb. Der Daniel ist Mitgründer der Firma und hat mir hier gerade so ein paar Kärtchen in die Hand gedrückt. Anhand der Kärtchen kann ich euch jetzt die Preise verraten. Für das Rahmenset mit Pinion müsst ihr 3.280 Euro auf den Tisch legen. BSA-Bracket 2.680 Euro. Als Biobike mit Alfine 11-Gang-Nabe sind wir bei 4.800 Euro. Und die Variante mit Malemotor liegt bei 7.200 Euro. Wow! Ja, also wir gucken uns jetzt hier einmal noch kurz im Detail an. Die Variante mit dem Malemotor.
Wird auch angetrieben, durch die Radnabe hinten ist die X35 von Mahle und ein Piniengetriebe. Und natürlich gibt es hier einen Riemen, aber es gibt hier an diesem Fahrrad nicht nur einen Riemen, sondern gleich zwei. Wir haben nämlich hier als Steuerelement auch einen Riemen, der die Verlängerung zwischen der Lenkachse vom Vorderrad und der Lenkachse des Lenkers quasi übernimmt. Das Ganze wird durch einen Exzenter gespannt und soll sich vor allem durch halt eine riesen Langlebigkeit bezahlt machen. Und ja, ich denke mal, damit wird man insgesamt sehr, sehr wenig Defekte haben. Wir sind ja in Deutschland große Fans von Abkürzungen und wir stehen jetzt vor einem Mini-Lastenrad, kurz Milara, wie auch die Marke hier heißt. Das Fahrrad gibt es so, wie es hier steht, ab 3.000 Euro. Es gibt auch eine Variante davon mit Motor. Das Ganze wird dann mit Mahle E30 kommen. Wird etwas über 5.000 Euro kosten. Preis ist noch nicht ganz fix. An sich vom Konzept her relativ simples Fahrrad, eine Größe, aber dafür mit coolem Konzept, wo du vorne beim Carrier mit einfach einer sehr großen Flexibilität arbeiten kannst und sehr modulares System vorne drauf machen kannst. Das Fahrrad, so wie es hier steht, ist mit Alpine-Narbe ausgerüstet. Hier die 8-Gang-Variante. Das Rad gab es aber auch im Prototypenstadium schon mit Kettenschaltung und wiegt so um die 16 Kilo. Super kompakter Radstand, also eigentlich perfekt für Menschen mit wenig Platz. Und ich meine, wer fit ist an der Kreissäge oder an irgendeiner anderen Säge, der kann sich da vielleicht auch eine klappbare Plattform für bauen. Und dann kann man das auch ohne Probleme durchs Treppenhaus hochtragen. Ja, also ich finde, cooles Fahrrad, sehr sympathisch, erinnert ein bisschen an BMX, natürlich auch durch die 20-Zoll-Reifen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Kiste richtig Spaß macht. Wir sind hier bei Rohloff gelandet und haben hier auch wieder ein schönes Lastenrad entdeckt von Sail Cycles. Ist ein Longtail und vor allem das Carrier-Konzept ist super spannend, als auch der Antrieb. Ich habe es gerade schon erwähnt, wir sind bei Rohloff, entsprechend keine große Überraschung, dass hier eine Rohloff-Narbe mit drin ist. Wir haben aber eine Umlenkung der Kette sozusagen von der rechten Antriebsseite auf die linke Nicht-Antriebsseite. Da haben wir quasi eine Welle, die durchgeht. Auf der einen Seite wird sie von einer Zahnscheibe angetrieben und auf der anderen Seite ist dann ein Ritzel drauf, das eine Kette antreibt. Ich würde mal sagen, insofern ganz cool, weil die Kettenspannung einzustellen ein bisschen nutzerfreundlicher ist als die Riemenspannung. Das heißt für den Endverbraucher eigentlich eine ganz smarte Lösung. Und ansonsten, ich hatte es gerade schon erwähnt, Carrier-Konzept, die ganze Last sitzt hinter dem Fahrer oder der Fahrerin. Das Rad kann bis zu 80 Kilo zugeladen werden. Das heißt, da kann man auch eine weitere Person zum Beispiel mitnehmen. Kann sich hier auch eigentlich ganz gut draufstellen. Hier hinten kann dann jemand entweder mit einer großen Bluetooth-Box drauf sitzen oder alternativ mit einem Megafon und schreien. Nächster Stopp ist hier bei Officine Recycle. Die Marke hat ursprünglich angefangen, aus defekten Fahrrädern Cargo-Bikes zu bauen. Das hat sich verändert. Es gibt jetzt ein Modell, was sie quasi von null weg selbst bauen. Auch ein Front Carrier, Frontloader, vorne 20 Zoll Vorderrad, hinten 28 Zoll. Und man sieht, hier ist auch wieder relativ viel Hirnschmalz reingeflossen. Vor allem interessant ist das doppelte Unterrohr. Grundsätzlich sind hier aber alle Räder made to measure. Also wenn du hier ein Fahrrad kaufen möchtest, für 1.800 Euro kriegst du hier schon ab 1.800 Euro, Entschuldigung, bekommst du hier einen Maßrahmen. Und wahrscheinlich zubuchbar dann die Add-ons wie Carrier und runde Sache, würde ich sagen. Man kann außerdem zu dem Fahrrad die Gepäckträger zum Beispiel dazu kaufen. Man kann den Vorbau dazu kaufen. Es gibt aber auch im Line-Up noch andere Bikes, ein bisschen was Kompakteres oder aber mit Motorsystem. Es gibt 3 verschiedene Motorsysteme zur Auswahl. Also hier bekommt eigentlich jeder, was er möchte, was er braucht. Und ich finde, für 1.800 Euro Rahmenpreis ist das echt ein fairer Kurs. Das kann man sich auf jeden Fall mal genauer anschauen. Wir sind bei Muli Cycles gelandet, ein Lastenradhersteller aus Köln mit Produktion in Köln. Die Rahmen hier werden geschweißt in Deutschland, teilweise auch die Bleche. Muli investiert gerade sehr stark in neue Schweißtechniken, Roboterschweißen, aber auch neue Konzepte, was einfach die
Knotenpunkte angeht. Wir sehen hier erste 3D-gedruckte Teile und ein Sitzrohr, um einfach die Produktion ein Stück weit zu vereinfachen. Ist ganz cool, weil die Fahrräder jetzt schon eigentlich super erschwinglich sind, wie ich finde. Für 2.890 bekommt man das muskelbetriebene Rad mit Faltkorb. Faltkorb war auch ehrlicherweise eine Erfindung, die Muli Cycles sich, glaube ich, zuschreiben kann, die jetzt sehr viel kopiert wird. Beim Pro-Modell für 6.300 € mit Shimano EP6-Motor wird man ab nächstem Jahr Q2 in etwa die Gelegenheit haben, sich zwischen dieser Pro-Box und dem Faltkorb zu entscheiden. Die Pro-Box ist dann noch nicht ausgebaut, kommt nur der Rahmen quasi. Es gibt dann aber auch noch die ausgebaute Version, die wir hier sehen mit den Blechen und der Platte obendrauf mit den Airline-Schienen. Preis soll dann so ungefähr 400 € höher liegen als für die Standard Probox. Vorreiter nicht nur was den Faltkorb angeht, sondern auch eins der ersten wirklich coolen Lastenräder im Kompaktbereich. Wir haben es gerade schon gesehen, das wird immer mehr. Muli hat da schon lange einen Fuß in der Tür und umso schöner, dass da eine Produktion in Deutschland möglich ist. Wow! Wir sind hier bei Rugged aus Leipzig und haben hier vor uns stehen das Lodi. Ein außergewöhnliches Lastenrad, vor allem wegen der Lenkung. Hier wird auf eine Schenkellenkung gesetzt mit 2 Lenkstangen, also beidseitig eine Lenkung. Das Ganze soll 2 große Vorteile haben. Der eine ist relativ offensichtlich. Das Thema Steuerrohr fällt weg, was für viele Cargo-Bikes ein Problem ist, vor allem bei Long Johns, dass du nach vorne hin einfach limitiert bist und irgendwann das Steuerrohr im Weg ist. Es gibt Hersteller, die versuchen, das mit flachen Headkappen zu lösen. Hier eine unkonventionelle Lösung, die aber auf jeden Fall optisch einiges hermacht. Sie soll aber auch performance-seitig, gerade bei beladenem Rad, dafür sorgen, dass sich das Fahrrad sehr stabil fährt und auch sehr stabil lenkt. Ja, das Modell, was wir hier sehen, soll Zielpreis etwa 2.000 €, bei 2.000 € landen und wird über den Direktvertrieb verkauft. Verkaufsstart ist Ende bzw. Mitte, Ende nächstes Jahr geplant, also zweite Hälfte 2025. Wem aufgefallen ist, wir haben hier ein geteiltes Oberrohr bzw. ein doppeltes Oberrohr. Das wird in Zukunft auch Platz bieten für einen Akku. Man ist hier in Gesprächen mit Bosch, um auch ein Modell mit Antrieb, mit E-Antrieb unters Volk zu bringen. Dafür ist ein angepeilter Zielpreis 3.000 €. Damit würde ich sagen, preislich wirklich spannend. Die Lenkung macht uns auf jeden Fall schon richtig neugierig, dass wir das mal fahren. Muss man sich auf jeden Fall mal angucken, ausprobieren, ob das Versprechen des Herstellers so funktioniert. Aber ich finde, es ist ein super vielversprechendes Konzept und auch mal wieder ein bisschen was anderes. Sieht man in dieser Form nicht so oft. Wir sind bei 3x3, bekannt für die Narbe. Ist eine Narbe, die ein sehr, sehr hohes Eingangsdrehmoment ab kann. Wir sprechen hier von 250 Newtonmetern, damit perfekt für E-Motoren. Ist aber nicht nur für E-Motoren interessant. Wir sehen es hier am Le Petit Porteur, dass es auch für Biobikes funktioniert, auch mit Kette. Es wird dann per Drehgriff geschaltet zwischen den 9 Gängen. Die Bandbreite liegt bei 554%. Das ist sehr, sehr viel. Da können die meisten modernen Mountainbike-Schaltungen nicht mithalten. Da muss man schon sehr genau gucken, um das zu erreichen. Und was auch wirklich cool ist, also ich würde sagen, absoluter USP, von 100 Teilen, die in diese Narbe kommen, werden 60% direkt bei Aalen in der Nähe von Stuttgart gebaut. Und die restlichen 40 Teile kommen entweder aus Deutschland oder aus dem europäischen Ausland. Das heißt, wir haben hier eine Narbe, die zu 100% made in EU ist. Assembly in Deutschland sichert hier Arbeitsplätze, ist ein cooles Produkt. Gerade die Kombination aus Narbenschaltung und E-Motor bereitet oft Probleme. Und dafür haben sie eine Lösung gefunden, die ja einfach weniger Kopfschmerzen bereitet, dem Kunden das Leben einfacher macht, weil keine Gangschaltung dran ist. Das Ganze ist auch ein gekapseltes, gefettetes System, bedeutet wartungsfrei. Sollte man das System aber mal warten müssen wegen Defekt oder Ähnlichem, dann kann man die gesamte Getriebeeinheit auch separat rausnehmen und zum Service einschicken.
Also ist meiner Meinung nach ein wirklich smartes Produkt, cool gemacht, made in EU, wie gesagt, und vielseitig. Was wir hier gerade noch vergessen haben, die Narbe ist auch sehr, sehr vielseitig. Man kann in Kombination mit dem Bosch-Motor kabellos schalten, wird über Funk übertragen. Es gibt da hinten so eine kleine Empfängerbox. Damit, wie gesagt, super vielseitiges Produkt. Ich finde es cool und mit den Cargo-Bikes kann man unter anderem auch ein Bier transportieren und wir haben jetzt schon bald 18 Uhr. Insofern sind wir einfach mal so frei und sauen hier den Stand ein. Prost. Wir sind hier ausnahmsweise nicht bei einem Cargo-Bike, sondern bei einem normalen Stadtfahrrad gelandet. Wobei normal ist es nicht, denn wie ihr vielleicht sehen könnt, wir haben hier eine Kurbelwelle als Antrieb und keinen Riemen oder keine Kette. Die Kurbelwelle ist schon übersetzt mit einer Übersetzung von 2,38, kann auch verändert werden, so auf 2,18. Ist kompatibel mit sehr vielen Hinterradnarben, natürlich am besten mit einer Getriebenarbe. Das Ganze gibt es aber auch als Single-Speed-Variante. Startet bei 999 € für die Single-Speed-Variante, aber in Custom-Farbe. Das, was hier vor uns steht, kostet 1249 €. Für eine so extravagante Lösung beim Antrieb, finde ich, ist das ein super fairer Preis. Was zu erwähnen ist, beziehungsweise warum eine Kurbelwelle? Die Kurbelwelle selbst ist wartungsfrei. Das Getriebe bzw. die Zahnräder sind relativ wartungsarm. Da muss man natürlich schon auf den Verschleiß achten, aber soll insgesamt deutlich weniger Probleme machen bzw. länger halten als jetzt eine Kettenschaltung. Das ist aber noch nicht alles, was an diesem Fahrrad sehr, sehr cool ist. Wir haben hier auch noch Montagepunkte, Brackets, wo entweder so ein Pizza-Rack nach vorne aufgebaut werden kann oder aber ein Kindersitz quasi übers Oberrohr. Ja, in Summe eigentlich ein cooles Konzept. Es wird auch schon fleißig an Updates gearbeitet. Da soll es einmal ein Modell mit Scheibenbremsen geben in der Zukunft und ein Modell mit E-Antrieb, mit Neo-Drive. Ja, ich glaube, man darf gespannt sein. Brickbikes kann man sich auf jeden Fall merken, sollte man im Kopf behalten. Simpel, wartungsarm und eigentlich sehr erschwinglich. Paul von der Schwart ist Rahmenbauer und hat für seine Freunde angefangen, Cargo-Bikes zu fertigen. Wir haben hier jetzt eins der Bikes, beziehungsweise ich glaube, das war das erste, was er gebaut hat. Und was ich an der Biesburg so cool finde, ist, du bekommst die Stories mit hinter den Produkten. Wer schon mal so ein bisschen mit Rahmenbau zu tun hatte, der wird wissen, du arbeitest mit einer Rahmenlehre. Und eine Rahmenlehre ist limitiert in ihrer Größe. In dem konkreten Fall hat die Rahmenlehre nicht gereicht, um den Plan, den Paul hatte, mit dem Fahrrad durchzuziehen. Er wollte eigentlich ein durchgehendes Unterrohr machen. Das Ganze hat nicht geklappt, deswegen musste er umdisponieren und hier quasi ein geteiltes Unterrohr verwenden. Für das zweite Rad, was er gerade in Arbeit hat, hat er umdisponiert und seine Lehre ein bisschen verändert. Aber gerade solche Stories machen irgendwo ja, einfach die Produkte, die hier auf der Messe stehen, aus. Um das ganze Projekt umzusetzen, hat er sich auch Hilfe geholt, hat von anderen Rahmenbauern sich Input geholt. Ja, nachdem er halt noch nie davor ein Cargo-Bike gebaut hat. Eigentlich eine coole Geschichte und steht für mich so ein Stück weit symbolisch für die Community, die wir hier haben. Es sind alle fahrradbegeistert und der Markt für Custom-Räder ist nicht so groß und trotzdem helfen sich hier alle. Also für mich super cooles Symbolstück hier, natürlich auch technisch gesehen. Tolles Fahrrad, der komplette Carrier vorne ist mit angelötet, insgesamt der ganze Rahmen gelötet, Fillet braced. Wir haben hier keine Muffen, viele Teile selbst gebaut, der ganze Teil der Lenkung, die Klemmungen hier vorne, ist alles selbst gemacht und ja, dann hat das ganze Ding natürlich auch noch einen Satz Big Bettys drauf, die dafür sprechen, dass die Karre auch mal Offroad gefahren wird. Ich finde, das ist ein super cooles Charakterfahrrad und das macht es für mich zu einem der Highlights. Hallo und herzlich willkommen zu unserem vorletzten Exponat heute Abend. Es ist ein Abes Mini Longtail, das uns hier ins Auge gesprungen ist. Sehr, sehr cooles, durchdachtes Fahrrad und was da alles drin steckt.
angetrieben, wird das Ganze durch ein Pinion SmartShift C1.12 Getriebe. Und dadurch, dass die Jungs hier eine Kettenspannung integriert haben, muss man keine Rahmenöffnungen dazu fügen. Also insgesamt die Montage wird einfacher, auch für den Kunden die Pflege wird einfacher. Hinten die Slider am Ausfallende sind horizontal. Die Slider selbst sind schön versteckt im Alu-Frästeil. Finde ich auch eigentlich eine sehr, sehr coole Lösung. Macht das Ganze ein bisschen cleaner. Genau. Hier guckt noch was raus. Man sieht, das Fahrrad ist noch im Prototypenstatus. Hier kommt noch eine Rahmentasche rein, die dann an die Mounts gemacht wird. Und da geht das Akkukabel für die SmartShift-Box rein. Ansonsten, das Fahrrad ist ausgelegt auch für ein bisschen Geländespaß. Grundsätzlich Konzept Cargo ja, aber auch Spaß. Also du sollst diese Kiste auch im Alltag fahren können, du sollst damit Spaß haben. Dafür ist eine Federgabel montiert. Du hast einen super coolen Lenker mit hier Doppelstrebe, super breit und eine Dropper-Post. Es gibt noch ein, zwei lustige Geschichten zu dem Fahrrad. Einmal das Baguette. Dazu habe ich mir die Geschichte ausgedacht. Ich denke, es ist da, um zu zeigen, wie lang der Gepäckträger ist. Und die zweite Story ist hier vorne der Pizzaschneider. Und zwar der Gründer von Abbes wurde durch die Berliner Fahrradgruppe Pizza Gravel so ein bisschen zum Rahmenbau und zu seiner Werkstatt, in der er jetzt arbeitet, gebracht. Und der Freund, der hier die Connection hergestellt hat, hat diesen Pizzaschneider und den Pizzaschneiderhalter für die Gabel geschenkt bekommen. Hat ihn jetzt aber für die Messe ausgeliehen, damit er hier an diesem tollen Fahrrad präsentiert werden kann. Ja, es gibt noch keinen Preis, es gibt noch keine Infos zur Verfügbarkeit. Der Plan ist, das Ganze in Deutschland zu fertigen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, guckt euch um nach Abis Cycles und schreibt den Jungs eine Nachricht. Für eine Probefahrt ist das Fahrrad hier sicherlich bereit. Ich würde es am liebsten auch gleich mal noch eine Runde über den Parkplatz fahren. Aber ja, es wird schon langsam dunkel und ich denke, wir nähern uns unserem letzten Fahrrad für heute. Ich stehe gut im Frame bei Schof und Jensen. Das ist unser letztes Fahrrad für heute. Bitte entschuldigt oder nehmt es mir nicht übel. Ich bin inzwischen ein bisschen durch. Du kannst es auch gerne rausschneiden nachher, aber mach, was du willst. Ja, Schof und Jensen, wir sind hier beim Double-Decker und beim E-Double-Decker. Nordisch by Nature wird in Flensburg gebaut, tatsächlich auch in Flensburg geschweißt. Sehr, sehr cool. Ich finde es immer schön, wenn man so eine Marke hier kennenlernt und ja, dann auch die Produktion tatsächlich hier stattfindet. Das E-Double-Decker ist ein super steifes Fahrrad, zeichnet sich aber vor allem aus durch seine Flexibilität im Hinblick auf das Cargo-Konzept, aber auch auf das Antriebssystem. Fangen wir mal beim Antrieb an. Man kann hier entweder mit dem Bosch Cargoline fahren oder über ein Bracket ein klassisches BSA-Innenlager reinbauen und dann eine Kettenschaltung fahren, aber auch ein Pinion-Getriebe fahren. Also 3 Antriebssysteme möglich, alles über ein Bracket gelöst, ist alles der gleiche Rahmen. Theoretisch gesehen könnte man also auch nachrüsten, wenn man möchte. Nächster Punkt, Cargosystem. Angefangen hinten mit dem Gepäckträger, aber das ist nichts Neues, das kennen wir schon seit Jahrzehnten. Spannender wird es vorne. Wir haben vorne einmal im unteren Decker haben wir 2 Faltbretter, die Platz haben für 2 Bierkisten, wie man augenscheinlich sehen kann. Außerdem gibt es oben auf der Ladefläche entweder eine Alubox, die sich auch abschließen lässt, oder aber eine Cargo-Plattform. Das Coole ist, beides lässt sich mit dem Schnellspanner relativ simpel abnehmen und das Fahrrad damit eigentlich ja, insgesamt super gut nutzen. Wenn man jetzt die Alubox nicht drauf hat, kann man als dritte Alternative auch noch den Kindersitz drauf montieren. Kindersitz vorne drauf, Einkauf unten rein und hinten noch 1, 2 Taschen und man kommt eigentlich super gut auch
mit mehreren Aufträgen sozusagen durch den Tag. Also cool durchdachtes Fahrrad, wie gesagt, wird gebaut in Flensburg. Ich finde es cool und ja, für mich der Abschluss, gucken wir noch einmal aufs Ausfallende, ist einfach schön. Schön gefräst, toll, kleines Detail, schöne Details, die einfach so einen Rahmen dann ausmachen. Den Doubledecker gibt es ab 3.900 € und den E-Doubledecker ab 6.700 €. Wie gesagt, komplett deutsche Handarbeit und das kostet natürlich ein bisschen mehr, als wir jetzt vielleicht bei anderen Herstellern gesehen haben, aber hat halt auch einiges, was es mitbringt. Ja, was man denn im Kopf hat, das hat man in die Beine oder so ähnlich. Wir haben vergessen, das Outro zu drehen, deswegen holen wir das hier mal noch kurz nach. Das waren die Cargo Bike und Utility Highlights von der Duisburg 2024. Wir sind schon wieder am Heimweg, war eine tolle Messe. Ich hoffe, wir haben für euch coole Highlights rausgepickt. Schaut euch auf jeden Fall auch noch die Videos von MTB News und Rennrad News an. Da gibt es noch einen ganzen Schwung mehr zu sehen. Tolle Fahrräder, tolle Fertigung, tolle Farben, schön lackiert. War wie immer eine coole Messe. Gebt uns Feedback, was ihr nächstes Jahr sehen wollt.